Marek, alles okay? Du schaust seit 5 Minuten auf denselben Brief? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe heute diesen Brief bekommen und ich verstehe nur die Hälfte. Von wem ist er? Von der Wohngeldstelle. Ah, das ist meistens nichts Schönes. Zeig mal. Hier, ich habe schon ein paar Wörter verstanden. Fehlende Unterlagen. Bitte einreichen. Frist, ja. Und dann wurde ich nervös. Warte. Ja, hier steht, zu Ihrem Antrag auf Wohngeld fehlen noch folgende Unterlagen. Genau das habe ich auch verstanden. Aber welche Unterlagen meinen Sie? Moment, hier steht, die letzten 3 Gehaltsabrechnungen, eine Kopie des aktuellen Mietvertrags und eine aktuelle Meldebescheinigung. Meldebescheinigung? Ja, das Papier vom Bürgeramt, das zeigt, wo du gemeldet bist. Ich glaube, so etwas habe ich irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob es aktuell ist. Und hier steht noch, bitte reichen Sie die Unterlagen bis spätestens 14. Mai ein. 14. Mai? Das ist schon nächste Woche. Ja, Und was passiert, wenn ich das nicht schaffe? hier steht, andernfalls kann Ihr Antrag nicht weiter bearbeitet werden. Das klingt nicht gut. Nein, nicht wirklich. Tom, ich habe so Angst vor solchen Briefen. Jedes Mal denke ich sofort, dass ich etwas falsch gemacht habe. Das kenne ich. Vor allem, wenn man nicht jedes Wort versteht. Genau. Sobald ich Wörter wie Frist oder Unterlagen lese, werde ich direkt nervös. Verständlich. Aber erstmal heißt das nur, dass noch etwas fehlt. Nicht, dass schon alles verloren ist. Hast du die Gehaltsabrechnung? Ja, ich glaube schon. Die bekomme ich doch jeden Monat per Mail. Gut. Und den Mietvertrag? Ja, den habe ich sicher. Aber bei der Meldebescheinigung bin ich nicht sicher. Dann musst du das heute Abend prüfen. Meinst du, ich soll dort anrufen? Ja, auf jeden Fall. Hier steht doch auch eine Telefonnummer. Aber was soll ich sagen? Ganz einfach. Guten Tag, ich habe einen Brief bekommen und möchte gern wissen, welche Unterlagen genau fehlen. Klingt einfach, aber ich werde bestimmt wieder nervös. Dann schreib dir ein paar Sätze auf Gute Idee. und frag ruhig nach, wenn du etwas nicht verstehst. Sag einfach, könnten Sie das bitte wiederholen? Ja, oder könnten Sie bitte langsamer sprechen? Genau. Tom, meinst du, es ist schlimm, wenn ich die Meldebescheinigung nicht finde? Kommt darauf an, vielleicht reicht auch eine Kopie, die du schon hast. Vielleicht brauchen Sie aber eine neue. Das musst du fragen. Ich hasse so etwas. Was genau? Diese Unsicherheit, wenn man einen Brief hat, aber nicht genau weiß, was jetzt richtig ist. Ja, das verstehe ich. Früher in Polen hatte ich auch Behördenstress, aber wenigstens war es meine Sprache. Hier brauche ich schon Energie, nur um den Brief zu lesen. Ja, aber du wirst jedes Mal besser. Letzten Monat hast du doch schon selbst mit der Krankenkasse telefoniert. Ja, aber danach war ich komplett fertig. Trotzdem hast du es gemacht. Stimmt. Also, Plan für heute. Nach der Arbeit gehst du nach Hause, suchst alle Unterlagen und rufst dann dort an. Und wenn niemand rangeht? Dann versuchst du es morgen früh wieder. Und wenn Sie am Telefon zu schnell sprechen? Dann bittest du um Wiederholung. Und wenn ich trotzdem nichts verstehe? Dann gehst du persönlich hin. Marek, du brauchst jetzt keinen Panikfilm im Kopf. Du brauchst nur den nächsten Schritt. Ja, den nächsten Schritt. Genau. Manchmal denke ich, Deutschland besteht nur aus Briefen, Terminen und Dokumenten. Ein bisschen schon. Sehr lustig. Aber ehrlich, du schaffst das. Hoffentlich. Und wenn du willst, kannst du mich morgen fragen, falls du wieder einen Satz nicht verstehst. Danke, wirklich. Kein Problem. Weißt du, was mir gerade am meisten Sorgen macht? Was denn? Dass ich die Frist verpasse, nur weil ich zu lange Angst hatte, den Brief richtig anzuschauen. Dann schau ihn heute an. Und ruf heute an. Dann bist du schon einen Schritt weiter. Ja, das mache ich. Gut. Und jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee, bevor du ganz verrückt wirst. Das ist wahrscheinlich die beste Idee seit 10 Minuten. Wohngeldstelle Berlin-Mitte. Weber, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Marek Nowak. Ich habe einen Brief von Ihnen bekommen und hätte eine Frage dazu. Ja, einen Moment bitte. Haben Sie ein Aktenzeichen? Ja, ich glaube schon. Einen Moment. Hier. WG-47-1938. Danke. Einen kurzen Moment. Ja, ich habe Ihren Vorgang. Was möchten Sie wissen? In dem Brief steht, dass noch Unterlagen fehlen. Ich möchte gern wissen, welche Unterlagen genau Sie brauchen. Ja.
Es fehlen noch 3 aktuelle Gehaltsabrechnungen, eine Kopie Ihres aktuellen Mietvertrags und eine aktuelle Meldebescheinigung. Die Gehaltsabrechnungen und den Mietvertrag habe ich wahrscheinlich. Aber bei der Meldebescheinigung bin ich nicht sicher. Was genau meinen Sie? Ich habe eine alte Bescheinigung von meiner Anmeldung, aber ich weiß nicht, ob sie noch gültig ist. Von wann ist sie denn? Ein Moment von letztem Jahr, aus dem Sommer. Dann wäre es besser, wenn Sie eine aktuelle mitbringen oder einreichen. Muss ich dafür extra zum Bürgeramt gehen? Ja, normalerweise schon. Und reicht eine Kopie oder brauchen Sie das Original? Eine Kopie reicht für uns. Gut. Und bis wann genau muss ich alles einreichen? Bis spätestens 14. Mai. Das steht auch im Brief. Ja, aber ich wollte sicher sein. Ja, natürlich. Wenn ich einen Teil schon habe, kann ich die Unterlagen auch einzeln schicken? Theoretisch ja. Besser ist es aber, wenn alles zusammen eingereicht wird. Sonst fehlt am Ende wieder etwas. Verstehe. Sie können die Unterlagen per Post schicken, in den Briefkasten hier am Amt werfen oder persönlich am Empfang abgeben. Kann ich sie auch per E-Mail schicken? Die Gehaltsabrechnungen und den Mietvertrag ja, aber bei der Meldebescheinigung empfehlen wir lieber eine Kopie in Papierform oder die persönliche Abgabe. Okay. Haben Sie noch Fragen? Ja, eine. Im Brief steht, andernfalls kann Ihr Antrag nicht weiter bearbeitet werden. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass wir ohne die fehlenden Unterlagen nicht über Ihren Antrag entscheiden können. Also wird mein Antrag dann abgelehnt? Nicht sofort automatisch, aber ohne vollständige Unterlagen kann er nicht normal bearbeitet werden. Deshalb ist die Frist wichtig. Ja, Haben Sie Probleme, die Unterlagen zu bekommen? ich hoffe nicht. Ich muss nur schauen, wo alles ist. Und mein Deutsch ist nicht perfekt, deshalb wollte ich lieber anrufen. Das ist doch in Ordnung, dafür sind wir da. Danke. Haben Sie Ihre letzten 3 Gehaltsabrechnungen wirklich schon? Ich bekomme sie per E-Mail. Ich muss sie heute Abend herunterladen und ausdrucken. Gut. Und beim Mietvertrag achten Sie bitte darauf, dass alle Seiten dabei sind. Auch die letzte Seite mit den Unterschriften? Ja, bitte alles. Verstehe. Und wegen der Meldebescheinigung, wenn Sie morgen oder übermorgen zum Bürgeramt gehen, sollte das noch rechtzeitig passen. Hoffentlich. Haben Sie schon einen Termin beim Bürgeramt? Nein. Brauche ich dafür einen? Das kommt darauf an. Manchmal bekommen Sie auch kurzfristig einen Termin, manchmal nicht. Das ist schlecht und Sie können auch online schauen, ob freie Termine da sind. ja, Oder Sie holen die Bescheinigung an einem Automaten, wenn Ihr Bürgeramt so einen hat. wirklich? Ja, in manchen Bürgerämtern geht das, Das wusste ich nicht. aber schauen Sie bitte vorher online nach. Mache ich. Sonst noch etwas? Ja, noch eine kleine Frage. Wenn ich die Unterlagen persönlich bringe, muss ich dann zu Ihnen direkt? Nein, am Empfang reicht. Wichtig ist nur, dass Ihr Name und das Aktenzeichen dabei sind. Also soll ich alles in einen Umschlag tun und das Aktenzeichen draufschreiben? Genau, das ist am besten. Gut, Dann sollte es keine Probleme geben. hoffentlich nicht. Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen. Solche Schreiben verschicken wir oft. Das ist ein normaler Vorgang. Für Sie vielleicht normal. Für mich ist so ein Brief immer Stress. Das glaube ich Ihnen. Aber jetzt wissen Sie ja, was zu tun ist. Ja, das hilft wirklich. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dankeschön und danke für Ihre Geduld. Gern. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Oh, Haben Sie noch eine Frage? nein. Ich habe nur das Telefon noch nicht weggenommen. Entschuldigung. Kein Problem. Jetzt aber wirklich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Okay, jetzt brauche ich erstmal Luft. Na, hast du schon angerufen? Ja, gerade eben. Und? Am Anfang habe ich das Aktenzeichen fast nicht gefunden, dann war ich nervös. Aber am Ende war es okay. Das klingt doch schon mal gut. Ja, die Frau am Telefon war zum Glück ruhig. Was genau fehlt denn? 3 Gehaltsabrechnungen, eine Kopie vom Mietvertrag und eine aktuelle Meldebescheinigung. Die Gehaltsabrechnungen hast du doch, oder? Ja, hoffentlich. Ich muss sie nur noch ausdrucken. Und der Mietvertrag? Der ist irgendwo in diesem Ordner. Oder vielleicht in der Schublade. Oder in der Tasche vom letzten Umzug. Das klingt ja sehr organisiert. Sehr lustig. Entschuldigung. Aber genau deshalb sage ich dir immer,
Mach mehr Ordnung bei deinen Papieren. Ja, ich weiß. Und die Meldebescheinigung? Da ist das Problem. Ich habe nur eine alte. Die Frau meinte, ich soll besser eine aktuelle holen. Wann ist die Frist? 14. Mai. Das ist bald. Ja, zu bald. Dann machen wir jetzt einen Plan. Wir? Ja, wir. Du wirst sonst nur nervös und gehst im Kreis durch die Wohnung. Das stimmt leider. Also, erstens Gehaltsabrechnung ausdrucken, zweitens Mietvertrag suchen, drittens prüfen, wie du morgen an die Meldebescheinigung kommst. Ja, Hast du schon online geschaut? noch nicht. Dann mach das gleich. Ich habe jedes Mal Angst, dass auf der Website wieder steht, kein Termin verfügbar. Das kann sein, aber Angst hilft dir nicht. Ich weiß. Zeig mal dein Handy. Hier, Okay, Bürgeramt Berlin, Meldebescheinigung. Ah, hier. In manchen Bürgerämtern geht das ohne Termin am Automaten. wirklich? Ja, aber nur mit Online-Ausweisfunktion oder manchmal direkt vor Ort. Ich glaube nicht, dass ich diese Funktion aktiviert habe. Dann bleibt wahrscheinlich nur hinfahren und fragen. Super. Warte. Hier steht auch, dass man manchmal online eine Bescheinigung bestellen kann. Aber das dauert bestimmt zu lange. Ja, wahrscheinlich. Ich hasse solche Sachen. Ich weiß. Wirklich, Anna. Jedes Mal, wenn ich einen Brief vom Amt bekomme, habe ich sofort das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert. Und was ist diesmal wirklich passiert? Es fehlen Unterlagen. Genau. Das ist nervig, aber nicht das Ende der Welt. Ja, Also, such jetzt den Mietvertrag. Ich drucke in der Zeit die Gehaltsabrechnung. du bist viel zu ruhig für diese Situation. Einer von uns muss es ja sein. Was ist? Nichts. Marek. Ich bin einfach müde. Von der Arbeit, von Briefen, von Formularen, von allem. Das glaube ich dir. In Polen habe ich mich nie klug gefühlt, aber ich habe mich wenigstens nicht ständig hilflos gefühlt. Das ist ein Unterschied. Hier brauche ich oft Hilfe für Dinge, die eigentlich normal sein sollten. Ja. Aber du lernst. Langsam. Trotzdem lernst du. Ah, ich habe deine Gehaltsabrechnungen. Januar, Februar, März. Alles da. Gut, wenigstens etwas. Und der Mietvertrag? Moment. Nicht hier. Auch nicht hier. Ah, warte. Was? Ich glaube, das ist er. Zeig. Ja, hier. Mit Unterschriften. Perfekt. Dann fehlen nur noch Kopien und die Meldebescheinigung. Morgen früh fahre ich vor der Arbeit zum Bürgeramt. Bist du sicher, dass du das schaffst? Wenn ich früh genug gehe, vielleicht. Und wenn es nicht klappt? Dann versuche ich es in der Mittagspause oder nach der Arbeit. Ich weiß es nicht. Gut. Aber gib nicht gleich auf, wenn es kompliziert wird. Das sagst du immer. Weil es stimmt. Anna? Ja? Danke. Wofür? Dafür, dass du bei solchen Sachen nie sagst, das ist doch einfach. Weil ich weiß, dass es nicht einfach ist, wenn man müde und gestresst ist. Genau. Wir kriegen das hin. Hoffentlich. Nicht hoffentlich. Schritt für Schritt. Das klingt wie eine Therapeutin. Dann hör auf deine Therapeutin und leg die Unterlagen jetzt in einen Umschlag. Ja, Frau Doktor. Sehr lustig. Wenn ich morgen diese Bescheinigung bekomme, ist alles komplett. Genau. Und wenn nicht, wird es wieder ein langer Tag. Guten Tag, Sie hatten angerufen, richtig? Marek Nowak? Ja, genau. Guten Tag. Haben Sie die Unterlagen dabei? Ja, ich hoffe alles. Gut, schauen wir zusammen. Hier sind die 3 Gehaltsabrechnungen. Hier ist der Mietvertrag. Und hier ist die Meldebescheinigung. Einen Moment. Ja, Gehaltsabrechnungen sind da, Mietvertrag auch. Was ist? Die Meldebescheinigung ist leider nicht die richtige. Was? Das hier ist nur die Terminbestätigung vom Bürgeramt, nicht die eigentliche Bescheinigung. Nein, das kann nicht sein. Doch, schauen Sie. Hier steht nur, dass Sie heute dort waren. Aber am Empfang hat man mir gesagt, ich soll dieses Papier mitnehmen. Haben Sie denn keine richtige Meldebescheinigung bekommen? Nein, die Frau dort meinte, der Drucker funktioniert gerade nicht und ich soll später wiederkommen oder online schauen. Das ist natürlich schlecht. Aber ich habe doch schon alles andere. Ja, das ist gut.
aber die Meldebescheinigung fehlt trotzdem noch. Und jetzt? Heute ist schon der 13. Mai, morgen ist die Frist. Beruhigen Sie sich erst einmal. Das ist schwer. Ich bin extra heute früh hingefahren, habe gewartet und jetzt fehlt wieder etwas. Ich verstehe Ihren Ärger. Ich will nur, dass endlich alles komplett ist. Ja, das verstehe ich. Wenn ich das Papier morgen bringe, ist es dann noch rechtzeitig? Ja, morgen bis 12 Uhr wäre noch in Ordnung. Wirklich? Ja, wichtig ist nur, dass es morgen hier ist. Und wenn das Bürgeramt wieder Probleme macht? Dann lassen Sie sich dort wenigstens etwas Offizielles geben oder ausdrucken. Aber normalerweise sollten Sie die Bescheinigung bekommen können. Normalerweise. Ich weiß, das hilft Ihnen gerade nicht. Nein, ehrlich gesagt nicht. Hören Sie, ich trage in Ihre Akte ein, dass Sie heute schon hier waren und dass nur dieses eine Dokument noch fehlt. Gut, Dann sieht man, dass Sie sich kümmern. danke. Haben Sie morgen Zeit, gleich morgens noch einmal zum Bürgeramt zu gehen? Ich muss arbeiten, aber ich kann später kommen. Dann kommen Sie, sobald Sie das Dokument haben. Muss ich wieder warten? Wenn Sie nur die Bescheinigung bringen, können Sie sie einfach am Empfang abgeben. Also brauche ich keinen neuen Termin? Nein, schreiben Sie nur Ihren Namen und das Aktenzeichen auf den Umschlag. Gut, Ich weiß, dass solche Dinge stressig sind. ja. Vor allem, wenn man denkt, dass endlich alles fertig ist und dann fehlt doch wieder etwas. Das glaube ich Ihnen. Darf ich ehrlich sein? Ja, natürlich. Manchmal fühle ich mich bei solchen Sachen wie in einer Prüfung, für die ich die Sprache nur halb verstehe. Das ist bestimmt nicht leicht. Nein, Aber Sie machen das gut. Sie sind gekommen, Sie haben nachgefragt und fast alle Unterlagen sind jetzt da. fast. Ja. Leider. Das kleine Wort macht mich gerade wahnsinnig. Das verstehe ich. Also morgen bis 12 Uhr, ja? Ja, dann ist alles in Ordnung. Gut, Und keine Sorge, Ihr Antrag ist nicht verloren. Es fehlt wirklich nur noch dieses eine Dokument. danke. Das hilft ein bisschen. Gut, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie die Bescheinigung morgen ohne Probleme bekommen. Das hoffe ich auch. Bis morgen vielleicht. Hoffentlich nicht zu spät. Nein, kommen Sie einfach direkt, wenn Sie es haben. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist noch etwas? Nein, ich bin nur gerade müde. Dann ruhen Sie sich heute Abend aus und kommen Sie morgen mit dem letzten Papier. Ja, das mache ich. Gut, einen schönen Tag noch. Ich versuche es. Guten Morgen, Herr Nowak. Guten Morgen. Ich habe es geschafft. Die Meldebescheinigung? Ja, diesmal wirklich die richtige. Sehr gut. Geben Sie mal her. Hier, ich bin heute extra früher losgegangen. Beim Bürgeramt war schon wieder viel los, aber diesmal habe ich direkt gesagt, was ich brauche. Das war klug. Einen Moment. Ja, genau. Das ist jetzt die richtige Bescheinigung. Wirklich? Ja. Jetzt ist Ihre Akte vollständig. Oh, gut, wirklich gut. Sie sehen erleichtert aus. Ja, ehrlich gesagt habe ich heute Nacht schlecht geschlafen. Wegen des Briefes? Wegen allem. Erst der Brief, dann der Anruf, dann gestern das falsche Papier vom Bürgeramt. Ich dachte schon, ich schaffe das nie rechtzeitig. Jetzt haben Sie es ja geschafft. Ja, Dann erkläre ich Ihnen kurz, wie es weitergeht. ja, bitte. Ihr Antrag kann jetzt weiter bearbeitet werden. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Wochen. Ein paar Wochen? Ja, leider. Im Moment haben wir viele Anträge. Natürlich. Wenn alles geprüft ist, bekommen Sie einen Bescheid per Post. Noch ein Brief? Ja, aber hoffentlich ein Brief mit einer klaren Entscheidung. Hoffentlich ein freundlicher Brief. Das hoffe ich für Sie auch. Muss ich bis dahin noch etwas machen? Im Moment nicht, nur wenn sich bei Ihnen etwas ändert. Zum Beispiel Ihr Einkommen, Ihre Miete oder Ihre Adresse. Nein, im Moment bleibt alles gleich. Gut, dann müssen Sie jetzt erst einmal nichts weiter einreichen. Das ist schön zu hören. Haben Sie noch Fragen? Ja, eine vielleicht. Ja? Wenn wieder ein Brief kommt und ich nicht alles verstehe, darf ich dann wieder anrufen? Natürlich. Auch wenn die Frage vielleicht einfach ist? Ja, lieber einmal mehr fragen als gar nicht. Gut, danke. Sie haben übrigens beim letzten Mal gesagt, dass solche Briefe für Sie sehr stressig sind. Ja, das stimmt immer noch. Aber dieses Mal haben Sie alles geklärt. Ja, Vielleicht hilft Ihnen das beim nächsten Mal ein bisschen. vielleicht.
Im Moment hilft mir vor allem, dass es endlich erledigt ist. Verständlich. Wissen Sie, für andere sind das vielleicht nur Dokumente. Für mich fühlt sich so etwas immer wie ein kleiner Kampf an. Das kann ich nachvollziehen. Vor allem, wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist. Ja, Aber Sie haben das gut gemacht. danke. Wirklich. Sie haben angerufen, nachgefragt, die Unterlagen besorgt und die Frist eingehalten. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn Sie das so sagen, klingt es fast nach Erfolg. Vielleicht ist es auch einer. Vielleicht ein kleiner, Kleine Erfolge sind oft die wichtigsten. da haben Sie wahrscheinlich recht. Also, dann nehme ich die Bescheinigung jetzt in die Akte. Gut, Fertig. wirklich fertig? Ja, für heute jedenfalls. Das ist das schönste Fertig, das ich diese Woche gehört habe. Dann freut mich das. Ich glaube, ja, ich gehe jetzt erst einmal einen Kaffee trinken. Gute Idee. Und vielleicht erzähle ich meinem Kollegen später, dass der Brief mich fast verrückt gemacht hat und jetzt doch alles okay ist. Das können Sie tun. Frau Weber, Ja? danke für Ihre Geduld. Wirklich. Gern. Beim ersten Anruf war ich sehr nervös. Das hat man ein bisschen gehört. Nur ein bisschen. Ein bisschen mehr vielleicht. Sehr lustig. Aber am Ende haben Sie alles gut geregelt. Ja, das stimmt. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen ruhigeren Tag als gestern. Danke. Das wünsche ich mir auch. Auf Wiedersehen, Herr Nowak. Auf Wiedersehen. Wissen Sie was? Ja? Heute habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich in Deutschland nicht nur auf Briefe reagiere, sondern langsam lerne, wie man mit ihnen umgeht. Das klingt doch schon sehr gut. Ja, vielleicht war dieser Brief am Ende nicht nur Stress, Sondern? vielleicht auch eine kleine Lektion fürs Leben hier.